Am 16. Januar veröffentlichte BYD offizielle Bilder der Limousine HAN-L und des Crossovers Tang-L. Diese Fahrzeuge übernehmen die neueste Designsprache der Marke und neue Elektromotoren mit 30.000 Umdrehungen in der Minute. Außerdem gibt es Modelle in der Top-Variante mit bis zu 1101 PS. Im Januar 2024 wurde BYD mit 4,27 Millionen verkauften Autos zum meistverkauften Autohersteller in China. Es hat sich auch zum weltweit größten NEV-Hersteller entwickelt. Die Exporte des Unternehmens erreichten 433.000 Einheiten. Laut He Shiqi, Chief Operating Officer, hat BYD die Qualität seiner Fahrzeuge unter Beweis gestellt und mit neuen Produkten will man seine Position weiter stärken. BYD HAN-L und Tang-L sind Flaggschiff-Produkte der Dynasty-Serie der Marke. Sie sind offensichtlich Nachfolger des BYD Tang Crossover und der BYD HAN Limousine. Der Tang Crossover wurde 2015 in China eingeführt und war nach BYD Quin das zweite Auto der Dynasty-Serie. Die BYD HAN Limousine wurde erstmals im Jahr 2020 auf den Markt gebracht. Die HAN- und Tang-Modelle wurden zu einem der meistverkauften Autos des Unternehmens. Der Tang-SUV war das erste chinesische NEV mit einer Beschleunigungszeit von 0 auf 100 von rund 4 Sekunden und der HAN war das erste chinesische Auto, das in etwa 3 Sekunden auf 100 km/h beschleunigen konnte. Das Äußere der BYD HAN-L-Limousine entspricht der regulären Variante des HAN. Die Frontpartie verfügt über längliche Scheinwerfer, die durch ein verchromtes Element verbunden sind. Es verfügt über einen LiDAR-Sensor auf dem Dach, bündige Türgriffe, eine schräge Dachlinie und einen einzelnen Rücklichtstreifen. Zu den weiteren Merkmalen des HAN-L gehören 10 Speichenfelgen mit roten Bremssätteln und ein großes Schiebedach. Im Gegensatz zum HAN-L unterscheidet sich der BYD Tang-L scheinbar vom regulären Tang. Die Frontpartie kombiniert dünne LED-Lauflichter und Scheinwerfer, die in die vordere Stoßstange integriert sind. Es verfügt über einen aktiven Lufteinlass und einen LiDAR auf dem Dach. Der Tang-L hat eine leicht geneigte Dachlinie, versteckte Türgriffe und einen sportlichen Dachspoiler. Ausgehend von der Vorderseite haben BYD HAN-L und Tang-L ein stärker 3D-verchromtes Element namens Dragon Moustache übernommen, das den Karosserien der Autos optisch mehr Breite verleiht. Zuvor hat BYD das chinesische Knotendesign erfolgreich in die Dynasty-Serie integriert. Diesmal wurden die Rücklichter des BYD HAN-L von Phoenix-Flügeln inspiriert. Das Rücklichtelement des Tang-L wiederum wurde von der chinesischen Bambuswebtechnik inspiriert. Diese Autos haben eine porzellanartige Karosserielackierung und D-Säulen, die so geformt sind, dass sie Pinselstriche widerspiegeln. Das Interieur des BYD Tang-L ist zweifarbig gestaltet, großflächig mit orangefarbenem Material überzogen und mit mattem Grau verziert. Der zentrale Kontrollbildschirm soll 15,6 Zoll groß sein und ein AR-HUD-Display unterstützen. Hinter dem D-förmigen Lenkrad befindet sich eine Instrumententafel gepaart mit versteckten Klimaanlagen-Auslässen. Die Mittelkonsole hat eine Bogenform und ist unten hohl. Einige physische Tasten bleiben auf der Mittelkonsole erhalten, die Innenaufteilung ist 2x3x2. Der Innenraum des BYD HAN-L weist ein ähnliches kontrastierendes Zwei-Farbschema auf, ist jedoch mit einer großen Fläche aus hellbraunem Material bedeckt. Die Innenaufteilung ist 2x3 und bietet standardmäßig Platz für 5 Personen. Es wurde berichtet, dass der Innenraum auch über einen Bordkühlschrank und Dyn-Audio-Lautsprecher verfügt. Das Kofferraumvolumen des Tang-L erreicht bei ausgeklappter dritter Sitzreihe 675 Liter. Bei umgeklappter dritter Sitzreihe beträgt der Kofferraum 960 Liter. Bei umgeklappter zweiter Sitzreihe beträgt das Kofferraumvolumen 1960 Liter. Das Kofferraumvolumen des Tang-L beträgt also 440 Liter mehr als beim Vorgänger. Der BYD HAN-L verfügt über stattliche Abmessungen von 5,05 Meter in der Länge, 1,96 Meter in der Breite und 1,50 Meter in der Höhe bei einem Radstand von 2,97 Meter. Der Übersichtlichkeit halber ist es 10 mm länger, 50 mm breiter und 10 mm höher als die reguläre Variante des HAN. Der BYD HAN-L fährt auf 245er 45/19 Zoll Rädern. Die Abmessungen des BYD Tang-L betragen 5,04 Meter in der Länge, 1,99 Meter in der Breite und 1,76 Meter in der Höhe bei einem Radstand von 2,95 Meter.
Er ist 170 mm länger, 46 mm breiter und 35 mm höher als der reguläre Tang-SUV. Es fährt auf 20 oder 21 Zoll Rädern. Der Antrieb des BYD Tang L entspricht dem des Han L. Das Hauptmerkmal des Han L ist der Antriebsstrang. Die vollelektrische RWD-Variante dieser Limousine verfügt über einen 500 kW oder 670 PS starken Synchron-Permanent-Magnetmotor mit bis zu 30.000 Umdrehungen in der Minute. Die 4WD-Variante des Han EV verfügt über einen 580 kW oder 777 PS starken E-Motor an der Hinterachse, gepaart mit einem 230 kW oder 308 PS starken Elektromotor an der Vorderachse. Der allradgetriebene BYD Han L beschleunigt in 2,7 Sekunden auf 100 km/h. Der Plug-in-Hybrid BYD Han L übernimmt die DMI- und DMP-Varianten. Der erste besteht aus einem 1,5 Liter Verbrennungsmotor mit 154 PS und einem E-Motor mit 268 PS. Die DMP-Variante bietet einen zusätzlichen Elektromotor für 200 kW. Die chinesische Website Defense enthüllte, dass die superschnelle Ladetechnologie des BYD Han LEV den Akku in nur 10 Minuten von 16 auf 80% aufladen kann. Das Laden von 80 auf 100% dauert 14 Minuten. Diese Ladegeschwindigkeiten wurden aber durch ein Dual-Charge-System erreicht, die Daten sollten also mit Vorsicht genossen werden. Defense enthüllte außerdem die Daten des 580 kW Elektromotors des BYD Han LEV mit einer Nennleistung von 300 kW, einer Nennspannung von 945 Volt, einer Höchstdrehzahl von 30.500 Umdrehungen in der Minute, einer Reichweite von mehr als 1000 Kilometer und 6C Schnellladung. Han L und Tang L werden mit einem Startpreis von rund 39.400 € auf den Markt kommen. Die beiden neuen Modelle werden zunächst den chinesischen Markt betreten. Später sollen diese Fahrzeuge auch im Ausland auf den Markt kommen, da sie als chinesische Kulturträger gelten. Da es den Han EV auch bei uns in Deutschland gibt, könnte es natürlich auch sein, dass es den Han L ebenso bei uns geben könnte. Was haltet ihr vom Han L und Tang L? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!